Verena, zieh mal an. Ja, du weiter. Du mit dir ein bisschen. Ich hab's traurig. Grüß euch, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind Nati und Verena. Bei uns dreht sich alles um den Dialekt und das Leben in Österreich. Wir begleiten euch auf eurem Weg vom ersten Kontakt mit dem Dialekt bis hin zu dem Moment, wo Gespräche verstehen kein Problem mehr ist. Heute haben wir für euch 4 typische Verben bzw. Ausdrücke mitgebracht, die sich um die Bedeutung sich beeilen drehen. Sie sind in Österreich wirklich typisch, deshalb ist es hilfreich, wenn ihr sie verstehen könnt. Los geht's! Nummer 1. Anzahn. Der erste Satz im Intro war zieh mal an. Das ist das Verb anzahn, das ganz einfach sich beeilen oder schneller machen bedeutet. Also statt beeil dich mal sagen wir zum Beispiel zieh mal an. Sich beeilen ist ein reflexives Verb, anzahn nicht. Aber vielleicht ist euch aufgefallen, dass das Verb trennbar ist. Hier ein paar Beispiele. So, ich zeige jetzt noch mal richtig an, dann kann ich heute früher heimgehen. Zeig's mal an, das Konzert fängt gleich an. Kannst du bitte ein bisschen anzahlen? Du brauchst ja ewig im Bad. Boah, es ist schon spät, jetzt müssen wir echt anzahlen. Übrigens, in anderen Teilen Österreichs, zum Beispiel in der Steiermark, klingt anzahlen eher wie anzahlen. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Ja passt, zah an jetzt. Wir haben nur andere Verben. Nummer 2. Weiter da. Als nächsten Satz haben wir im Intro du weiter gesagt. Das ist wirklich sehr typisch, wenn wir jemanden sagen möchten, dass er oder sie sich beeilen soll. Also einen Zahn zulegen soll. Was einen Zahn zulegen bedeutet, das haben wir euch schon einmal in einem anderen Video erklärt. Du weiter ist also eine Aufforderung, etwas schneller zu erledigen. Hinter da steckt das Verb tun in unserem Dialekt. Und tun ist wirklich sehr typisch in Österreich. Deshalb schaut euch dazu unser Video zum Verb tun in unserem Dialekt an. Und hier wieder ein paar Beispiele. Tu mal weiter, ich warte schon seit einer halben Stunde auf die. Kennt ihr's bitte mal weiter da? Ihr braucht's immer ewig. Ma, jetzt muss ich aber weiter da, sonst geht's es nicht mehr aus, dass ich rechtzeitig da bin. Konnten Sie ein bisschen weiter da? Es warten auch noch andere. Komm, du weiter, wir gehen jetzt. So, jetzt müssen wir aber echt weiter da, sonst wären wir halt nicht mehr fertig. Entschuldigung, Verena, ich möchte jetzt schnell was sagen. Möchtet ihr einen Dialekt besser verstehen? Dann schaut bei uns auf Patreon vorbei. Da findet ihr zu jedem Video ein PDF-Transkript und eine Audiodatei, das euch beides runterladen könnt. Und gleichzeitig unterstützt ihr damit unsere Arbeit. Das würde uns natürlich voll freuen. Nummer 3. Sie dummeln, sie dummen. Als nächstes Beispiel haben wir im Intro du mit dir ein bisschen verwendet. Habt ihr das schon einmal gehört? Dahinter steckt das Verb sich tummeln. Dieses Verb, also tummeln, gibt es auch im Duden. Hier bedeutet es aber etwas anderes, und zwar sich irgendwo lebhaft, ausgelassen hin und her bewegen. Wie ihr hier seht, verwenden wir das Verb in Österreich rückbezüglich, also sich tummeln, und es bedeutet einfach das Gleiche wie sich beeilen. Jetzt müssen wir uns aber dummen. Also jetzt müssen wir uns aber tummeln, heißt nichts anderes als jetzt müssen wir uns aber beeilen. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass wir im Intro-Beispiel nicht tummle dich gesagt haben, sondern du mit die. Hier sehen wir 2 typische Phänomene in unserem Dialekt. Erstens wandeln wir den Konsonanten L in ein I um. Wir sagen also nicht tummeln, sondern tummin. Das passiert zum Beispiel auch beim Verb wollen, das wir wie wollen aussprechen. Und zweitens sprechen wir das T viel weicher aus und sagen nicht tummin, sondern dummin. Das nennen wir auch Konsonantenschwächung. Weitere Beispiele sind, dummet euch ein bisschen, wir haben nur mehr 10 Minuten. Ma, jetzt muss ich mich dummen, ich hab die Zeit übersehen. Dummen Sie sich ein bisschen, Frau Müller, in 5 Minuten müssen wir losfahren. Dummen und auch das nächste Verb, das wir euch gleich vorstellen werden, verwenden wir persönlich weniger. Aber bitte schreibt uns unbedingt in die Kommentare, wenn ihr das Verb bereits gehört habt oder hört, und lasst uns auch wissen, in welcher Region ihr das hört. Das würde uns sehr interessieren. Ja, und was ist das nächste Verb? Nummer 4. Travikom. Travikom. Ich hab's trabig ist eine andere typische Alternative, um zu sagen, dass es jemand eilig hat. Und diese Redewendung besteht aus 2 Teilen, dem Verb haben, das in unserem Dialekt wie hom klingt, und dem Adjektiv travig oder trabig. Und das bedeutet ganz einfach eilig. Auch hier sprechen wir den Konsonanten T von travig wieder weicher aus, wie ein D. Deshalb könnten wir auch trabig mit D schreiben. Wir könnten travig aber auch für dringend verwenden. Also das ist dringend könnten wir auch mit das ist travig übersetzen. Und andere Beispiele sind,
Was bist denn so nervös? Hast du das traurig? Wir können leider nicht mehr länger bleiben, wir haben es ein bisschen traurig. Ich hab's traurig. Ich muss heute noch viel erledigen. Möcht's nicht nur kurz bleiben oder habt ihr es traurig? Wir hoffen, ihr habt es nicht traurig heute, weil jetzt haben wir nur ein letztes Verb für euch. Hudeln. Hudeln gibt es auch im Standarddeutsch. Der Duden stuft es aber als typisch österreichisch ein. Dieses Verb meint nicht sich beeilen, sondern eine Sache schnell oder sogar zu schnell zu machen, sodass diese Sache unsorgfältig erledigt wird. Wir könnten Hudeln auch mit hektisch sein übersetzen. Wenn wir zum Beispiel fragen, warum bist du heute so hektisch, könnten wir auch sagen, warum hudelst heute so? Und wenn uns das hektische Verhalten der Person stört und wir sie beruhigen möchten, könnten wir zum Beispiel sagen, jetzt hudelt nicht aber so, lass dir Zeit. Immer mit der Ruhe, nur nicht hudeln. Andere Beispiele sind, er hudelt aber so und dann tut er sich weh. Bitte nicht hudeln, konzentriert euch. Beruhigt die mal, nur nicht hudeln. Bitte hudelt's nicht so, lasst euch Zeit. Wir hoffen, ihr habt heute wieder was lernen können. Welcher Ausdruck ist euer Favorit heute? Schreibt uns das gern unten in die Kommentare, wir sind gespannt. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir sehen uns nächste Woche wieder und bis dahin, wie immer nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch in Österreich doppelt so viel Spaß.